In der Zeit der Corona-Krise fühlen sich viele von uns in gewisser Weise eingeschränkt. Es gibt kaum noch Gemeinschaft und wir können die Dinge, die uns wichtig sind, kaum noch mit anderen Menschen gemeinsam erleben. Deshalb dachte ich, versuche ich doch mal so ein Experiment, ob es nicht vielleicht doch möglich ist, eine gedankliche Nähe herzustellen, eine Art Verbindungsglied. Musik kann verbinden und das eben nicht nur durch die Aussagekraft der Musik selbst, sondern oft auch durch die Geschichte. Was steckt hinter der Musik? Warum ist sie entstanden? Wer war der Komponist? Zu welcher Zeit hat er gelebt? Hat er vielleicht ähnliche Krisen durchleben müssen, wie wir sie gerade durchleben? Gemeinsam mit Menschen etwas zu erleben, das ist ja auch immer so eine Sache, das braucht oft ein ganzes Leben, bis man die Personen um sich herum versammelt hat, die einem wirklich wichtig sind und bei denen man sich gut aufgehoben fühlt und verstanden fühlt. Umso mehr wird einem das jetzt bewusst in dieser Zeit, wo wir von ihnen getrennt sind und Abstand halten müssen und ja, wo sich auch so ein gewisses Gefühl der Isolation breit macht. Das Thema Isolation ist etwas, wo ich mich schon mal vor ein paar Jahren mit beschäftigt habe, im Zuge meiner Debüt-CD Wanderer. Jetzt denkt man vielleicht erstmal, was hat denn der Wanderer mit Isolation zu tun? Dazu ganz kurz, also im 19. Jahrhundert wurde der Begriff Wanderer zunehmend ein Synonym dafür, für die Suche nach dem ewig Unerreichbaren und nach der persönlichen, idealen Welt, nach der Traumwelt, in die man sich dann auch oft hineingeträumt hat. Ausgangspunkt war eben dafür oft ein Gefühl der mangelnden Zugehörigkeit, der Heimatlosigkeit, der Entwurzelung. Es gibt da ein Gemälde, das vielleicht viele von euch auch kennen, von Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer. Das zeigt eigentlich ganz gut, wie sich damals die Maler, Komponisten und eben auch die Literaten sich so einen Wanderer vorgestellt haben. Auch gibt es ein Gedicht von Georg Philipp Schmidt von Lübeck, was sehr aussagekräftig ist und was ich jetzt einblenden werde. Dieses Gedicht hat Franz Schubert so beeindruckt, dass er es vertonte und gleich zwei seiner Werke danach benannte. Es gibt einmal die Wandererfantasie und einmal das Lied Der Wanderer. Und diese beiden Stücke sind dann auch ganz essentielle Schwerpunkte meiner CD gewesen. Aber Wandern kann natürlich auch was ganz anderes sein. Also wenn wir jetzt beispielsweise an eine Wanderung durch die Berge denken oder mit unseren Familien. Auch im Geiste kann man im Endeffekt wandern. Man kann auch durch die Musikgeschichte wandern, durch die Musik selber. Also es ist ein so vielseitiger Begriff im Endeffekt und diese ganzen verschiedenen Aspekte wollte ich eben damals auch mit meiner CD aufzeigen. Unsere Reise, unsere Wanderung beginnt in Schottland mit dem Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy. Als Nachkomme einer sehr wohlhabenden und einflussreichen Familie wurde Felix auf sehr viele Bildungsreisen geschickt. Er selber liebte es dabei, die Natur zu erforschen. Er wanderte unglaublich gerne in den Bergen, er kletterte auch, er malte Gemälde und er wurde auch in seiner Musik, zum Beispiel von Richard Wagner, als ein exzellenter musikalischer Landschaftsmaler bezeichnet. Eine dieser Bildungsreisen führte Mendelssohn dann nach Schottland, wo er am 28. Juli 1829 in Edinburgh ankam. Seinen Briefen nach war er völlig begeistert von der Landschaft und von dem ernsten, starken Charakter dieser Natur. Von Arthur's Seat war er begeistert, von Stirling Castle, und er beschrieb eben sehr poetisch, welche raue Landschaft sich ihm dort zwischen den Nebelschwaden offenbarte. Von der Fantasie Opus 28 in Fis-Moll wissen wir leider nicht genau, wann sie entstanden ist.
Sie findet erstmals Erwähnung in seinen Briefen von 1829, 1830 als schottische Sonate. Das Manuskript, also vom Jahre 1833, spricht dann von einer Sonate écossaise, also schottische Sonate. Das bestätigt im Endeffekt, dass diese Fantasie bzw. Sonate écossaise, schottische Sonate, im Zusammenhang mit seiner damaligen Schottlandreise stand. Wenn wir uns jetzt den ersten Satz dieser Fantasie anschauen, dann stellen wir fest, dass sie zum einen durch ihre chorische Textur und durch den gesamten Kompositionsstil uns sehr an Mendelssohns Lieder ohne Worte erinnert, dass sie eine Sonatenstruktur besitzt, gleichzeitig aber auch durch die ganzen improvisatorischen Elemente den Charakter einer Fantasie. Jetzt kann man geteilter Meinung sein, ob Mendelssohn hier eine monothematische Herangehensweise gewählt hat. Also Monothematik, es gibt ein einzelnes Thema, ein einzelnes Motiv, was sich dann in den anderen Sätzen wiederholt und weiterentwickelt. Und das ist eine Kompositionsform, die auch schon in der Wanderer-Fantasie von Franz Schubert vorkam und die ganz wichtig wurde für die romantische Epoche, die sogenannte zyklische Kompositionsform. Das bedeutet also eben, dass man ein einzelnes Thema aufgreift und durch das gesamte Werk immer weiter verwebt und dadurch eine Abgeschlossenheit kreiert, die sonst nicht so leicht zu schaffen ist. Wir kommen zum zweiten Satz. Der ist sehr kurz gehalten und ist in einer einfachen A-B-A-Form komponiert worden. Also das heißt, da steht am Anfang ein Thema, das Thema A. Es wird verarbeitet im Mittelteil, im B-Teil und am Schluss kommt dann die Wiederkehr des Themas zurück, also der A-Teil. Der dritte Satz steht auch wieder in einer Sonaten-Hauptsatzform und von seinem ganzen Charakter doch sehr an die Stimmung von Mendelssohns Ein Sommernachtstraum erinnert. Mit seinen Geistern, mit seinen Feen und mit seinen Kobolden. Ja, und jetzt wünsche ich viel Spaß beim ersten Werk der CD Wanderer, Fantasie Opus 28 in Fis-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy.